Ich bin Diana Tjerne. Ich komme aus Lettland ursprünglich, wohne aber seit 8 Jahren in Berlin und hauptberuflich bin ich Sängerin. Ich mache Musik und das war mein Ziel, weshalb ich nach Berlin vor 8 Jahren gekommen bin und mache die immer noch sehr gerne. Und mache auch diese Schule, die Bewusstseins-Development-Schule, die in Lettland vor 4 Jahren gegründet wurde. Besuche diese Schule per Skype aus Berlin aus nach Riga seit bis mehr als 2 Jahren. Und genau, das Wissen hat mein Leben komplett verändert in den letzten 2 Jahren. Und habe auch das ein bisschen so mit meinen Freunden besprochen immer und so was da erzählt, was ich da gelernt habe und habe gemerkt, dass das echt ein super Ding ist. So. Dass das kann tatsächlich vieles verändern in deinem Leben, wenn du das nur willst halt natürlich. Ne? Und dann dachte ich mir, weil ich habe ständig so Anrufe von Freunden bekommen, ja Diana, was würdest du da machen, was würdest du mir hier empfehlen und so. Und da dachte ich mir, okay, ich kann ja natürlich das alles so Tipps geben, aber ich muss, meine Zeit ist ja auch wert. Ne? Und dann dachte ich mir, wie mache ich das, dass diese Freunde oder die anderen Menschen hier in Berlin, die offensichtlich auch Interesse daran hatten, dieses Wissen bekommen könnten. Und dann dachte ich mir, dass die Schule von Roland Sterben, die lettische Schule, könnte auch mal nach Berlin kommen. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir eröffnen die Schule halt hier in Berlin unter dem Namen Bewusstseins Development Akademie. Und der Gründer der Schule sitzt da links von mir, das ist der Roland Sterben. Genau, und dann, ich übergebe wahrscheinlich jetzt den Wort. Hello everybody, I'm happy that you came here. Glad to see you and glad that you're interested in topics which were explained maybe on internet, or maybe somebody got to know the information from Diana herself. At the moment I must apologize, I don't speak German. I understand though part of it, yeah, but somebody will need to translate me. Yeah, and I'm going to be the one translating it. Ich werde diejenige sein, die das übersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht wer kann, wer spricht so fließend Englisch, dass er überhaupt keine Übersetzung braucht? Gibt es paar so? Okay. Aber grundsätzlich, es gibt auch ein paar Menschen, die brauchen Übersetzung. Deswegen bin ich auch da. Und weil er wird ja auf Englisch immer erzählen und ich werde das dann übersetzen. Wenn es irgendeinem nicht so klar ist, bitte nochmal nachfragen. Ja? Kann sein, dass ich irgendwas verpasse oder nicht so ganz klar ausdrücke. Genau. Okay. Firstly, I would like to tell a little bit about myself, so that you would understand that what kind of person am I, because if somebody wants to give you some information, that's important that you know something about this person who gives you this information. Als erstes möchte ich natürlich mich vorstellen und weil es natürlich wichtig ist, wenn jemand dir Informationen gibt, dass du was über diese Person kennst oder weißt. Also du wirst jetzt nicht blind vertrauen, jemand, von dem du gar nichts weißt. Ne? Deswegen stellt er sich jetzt vor. Okay, so basically, as I understood from what Diana said, that this school was founded something around 4 years ago in Latvia, and before this, so to say, I had to acquire some kind of knowledge, from different sources. I will tell you a little bit about myself. That in the beginning I'm not saying that now I'm much different, yeah? But in the beginning I was living common life. I was doing everything as every young person does in his life, doing different amusements, parties, nightclubs, different bad things, good things, everything, as everybody does. Also das Wissen, was ich heute habe ich ja das natürlich aus irgendwelchen Quellen gesammelt. Das war aber nicht so vor
15 Jahren, wo er noch jung war und hat, also jetzt ist er auch nicht alt, aber wo er jünger war und hat genau einen normalen, für den heutigen Tag normalen Lebensstil gehabt, mit Partys, mit guten Sachen und weniger gute Sachen, mit ein bisschen Bespaßung da und Bespaßung hier. Das hat er alles natürlich auch erlebt. Okay, but then at some point I started to get interested in different topics, which I understood that without these topics I cannot continue, let's say, perform some activities which I was interested in. So, and these topics mainly related to something which we call esoterics now, like something like this. Und dann hat er sich an einen bestimmten Punkt im Leben gestoßen, wo er verstanden hat, dass er kann nicht seine weiteren Ziele oder die Ziele, die er vor Augen hatte für sein Leben, er kann die nicht verwirklichen, weil es fehlt ihm das Wissen. So I started, initially I was interested in something which is mystics, yes? Something which nobody understands of, so definitely that's magic, yes? You start to dig internet, start to read books and a lot of other stuff, like you're getting involved in things and you think that you start to get smarter and smarter on those topics and so on. Am Anfang habe ich natürlich die Information, das Wissen gesucht, da was wir heutzutage Esoterik nennen. Und besonders interessiert war ich über die magische Sachen, die Sachen, die man nicht erklären kann, also die Wunder, ne? Okay, and then at some point I understood that that's a dead-end way to study only something which gives you programs and formulas without understanding what happens in the essence of this activity when you use it. Yes? Und dann an einem bestimmten Punkt habe ich verstanden, dass es ist eigentlich ein Weg, ein Weg, der gar nicht mich weiterführen kann, weil es gibt keine Erklärung, weshalb bestimmte Prozesse passieren. Es ist einfach Tatsache, dass das ist so und das ist so. Aber was mich interessiert hat, war tatsächlich, wie diese Prozesse verlaufen. Was ist dahinter und wie kann ich das selber gestalten? Yeah. Then I started to look at all of it, try to look at it as a science. I started to study Vedic, Ayurveda, yes. There is Vedic religion, yes, which is Vaishnavism called. Yes, maybe you've seen those strange guys with orange dresses singing on the roads, on the streets and so on. Additionally, after this I started to get into Vedic astrology, Vedic numerology. Started to find some correlations between something which I learned before in a different tradition and something which I learned in new tradition. Und natürlich, ich habe dann angefangen, das zu sehen als eine Wissenschaft und nicht nur als schöne Geschichte oder sowas. Und dann habe ich mich so ernst auf dem Wissenschaftsweg gemacht und habe angefangen, die Veden zu studieren, so gesehen auch Vaishnavismus. Dann habe ich die Tradition, die alte Tradition und Prozessen studiert und die auch mit diesen Prozessen, die wir heutzutage erleben und sehen, zu vergleichen, habe ich die angefangen. Astrology. Und natürlich Astrologie und Numerologie hat er auch erwähnt, ja. Okay, and after sorry? Die vedische Astrologie und Numerologie. Ja, die vedische Astrologie und Numerologie. Yeah, then I came across understanding that this is kind of very much one-side view on topics, yes, and I also start to investigate Christianity, beginning with Old Testament. Dann habe ich aber verstanden, dass diese vedische Astrologie und Numerologie, das ist nur eine Perspektive, wie man die Dinge betrachten kann. Und dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit der Religion Christentum. Und da habe ich das Alte Testament studiert. So, and most probably
many people today think they are Christian and they believe some Christian beliefs. However, I would say maybe 5% of them, that would be good. I have read Old Testament of the Bible. Es gibt viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen oder glauben, dass sie Christen sind. Aber wenn es hochkommt, glaube ich, dass es gibt nicht mehr als 5% Menschen, die tatsächlich Altes Testament gelesen haben, was eigentlich diese Religion dann auch bezeichnet. Okay, that was another like time of investigation in my life. The next topic, I started to get interested in Buddhism, yes, in Buddhist religion. So I started to talk to people, also visiting some, listening to some gurus and some lamas on the internet and what they are saying, reading some stuff, and so on, starting to understand what is the direction of their, let's say, view of life. Also that part seemed for me quite interesting, yes, at that moment. Dann habe ich angefangen, Buddhismus zu studieren, und zwar die Beiträge von Lamas und Buddhisten mir anzuhören und dieses Wissen oder diese Perspektive zu verstehen, woher kommt das alles und was ist der Sinn der Sache im Buddhismus. And finally I came to another studies, which is also considered as currently, I would say this is already getting close to religion, but it's not so popular now, which is called Slavic Aryan Vedas. This is okay. Dann kam ich zu einem anderen Punkt, wo ich angefangen habe, slawisch-arische Veden zu studieren, was eine andere Sache ist als die Veden, die ich am Anfang erwähnt habe, ne? Not Vaishnavism. Also nicht Vaishnavism, sondern slawisch-arische Veden, genau. Yes, don't be afraid of word Aryan, because this doesn't mean that there is some kind of let's say, not nationalism inside of this. Ihr sollt keine Angst von dieses Wort Arya haben, weil es hat null damit zu tun, es hat null mit Nationalismus zu tun, oder wenn jemand von Faschismus hier denkt oder sowas, das hat nichts wirklich damit zu tun. More it is, let's say, related to different. This ideology unites very much different types of northern, let's say, not countries, people who live in north of our globe. Let's say this ideology, they unite understanding of world, nature and everything based on Nordic seeing of things. Diese Ideologie von slaw-arischer Tradition und Veden, die bringt zusammen viele unterschiedliche Menschen, die im Norden gelebt haben oder leben immer noch von dieser Erde, und bringen diese Unterschiede zusammen. Und das Wissen ist basiert auf Natur- und Universumsprinzipien, wonach die leben, und deswegen können die das auch akzeptieren, dass es gibt Unterschiede zwischen einer Gruppe von Menschen und einer anderen. Don't be afraid, I'm not going to teach you this knowledge as well, because this is not what I am keen. I was really into it maybe for 1 year or 1.5 years because I was interested in this topic. But this is also not the complete view of things according to my understanding. Ihr solltet auch keine Angst haben, dass ich werde euch jetzt irgendwas von slawisch-arischen Veden hier erzählen. Das werde ich nicht tun. Ich habe mich 1 Jahr lang damit beschäftigt, das gelernt, studiert und verstanden. Und das ist nicht das, was ihr hier von mir hören werdet. So. And finally, I can say that after some time I again returned back to the topic which I started my journey first, which was magic, considered, and on this level of understanding I already start to understand how magic happens in life.
Und dann bin ich zurückgekehrt zu meinem Ausgangspunkt, wo ich die Interesse über Magie hatte. Und durch diese Kulturen und diesen Wissen, was ich gelernt habe in diesen Jahren, habe ich angefangen, Magie zu verstehen und die Prozesse, die dahinter stecken, zu verstehen. And I'm not going to teach you magic as well here. Aber ich werde euch auch nicht die Magie hier beibringen. So, based on, let's say, compilation of all of this knowledge which I already went through. Of course, there were different other topics between all of this which I mentioned, because this was like the biggest key points which I mentioned, the key religions, key, let's say, global views on life, yes, which I went through in my period of maybe 8 or 10 years time. Yeah. Ja, innerhalb von 10 oder 8 Jahren habe ich diese ganzen Kulturen kennengelernt und die Informationen gesammelt. Ich werde das aber nicht jetzt euch als einzelne Tradition jetzt hier erklären oder erzählen. Dadurch hatte ich mein Wissen zusammengestellt, was ich jetzt habe. And all of this information brought me just to one point, finally. This point is that nothing of this huge amount of information actually matters to us. Only thing that matters to us is what happens inside of ourselves. Und am Endeffekt diese ganze Informationenmengen, die ich erforscht habe und verstanden habe, ist am Endeffekt nicht das, was zählt. Das Einzige, was zählt, ist, was in uns drin passiert. Because let's say maybe somebody else can understand it faster than I did it. Yes, maybe somebody needs just 1 year or maybe 2 weeks to read some book and to understand it. Really, the only thing what matters is only what happens inside of myself. Vielleicht gibt es jemand anderes, der das schneller begreifen kann als ich. Ich habe 8 Jahre dafür gebraucht. Und um zu verstehen, dass das Einzige, was zählt, ist das, was in mir drin passiert und nicht diese unterschiedlichen Kulturen und Traditionen. Aber ich habe ja diese Zeit gebraucht. And I don't think that it was a waste of time, because I got quite a lot of understanding of things and understanding of how world functions currently. Because all of those religions and other stuff, this is the driver of everything what happens around us now. All of those religions and cultures are the driver of things what happen around us now. Aber ich finde es nicht, dass das Zeitverschwendung war, das alles zu lernen und zu kennen, weil nämlich das, was mit uns jetzt passiert in dieser Zeit auf dieser Welt, ist die Ursache von diesen ganzen Religionen und Kulturen zusammen. Das heißt, dadurch, dass ich das gelernt habe, verstehe ich, wie die Welt funktioniert. Most of you said, "Oh, that's not a big deal. Everyone knows that it is because of this." Yes, but I just want you to pay attention on not only on how the world is related to these cultures and religions, but how you are related, particularly yourself. How much of your life is depending on those cultures currently? How much of your beliefs are depending on all of it? Was wichtig ist, um herauszufinden, wie sehr eure Überzeugungen oder eure Werte sind von diesen ganzen unterschiedlichen Kulturen abhängig. Und das ist das Einzige, was eigentlich zählt, um zu verstehen, wie sehr bin ich da drin, wie sehr bin ich in diese oder andere Kultur drin oder Tradition. Okay, therefore, finally, when I went through those processes, I understood that I'm changing myself. When I study one religion, one culture, I change myself to one way. Then I started studying another culture, I changed myself to another way. Somebody would say, that's not serious, you are like jumping from one side to another and then to the third and to the fourth. But I would say that actually that is the only thing what matters, that you are able to change as fast as you can and as fast as you wish to change.
Wo ich diese unterschiedlichen Kulturen studiert habe und gelernt habe, habe ich gemerkt, dass ich verändere mich. Und zwar bei jeder Kultur wurde ich zu einem anderen Mensch. Und das, was zählt, das, was wichtig ist, ist, dass wir sind fähig, uns zu verändern und nicht stecken bleiben in irgendeiner Kultur oder Tradition. Yes, that's why for some people that's very unusual to listen to something which is not attached to any particular culture, to any particular religion or to any particular ideology in life. Deswegen, für manche Menschen ist es sehr schwierig, ja, sagen wir so, das Wissen anzuhören, das nicht an irgendeine bestimmte Tradition oder Kultur angebunden ist, sondern ist frei. But I would say that is the key to yourself, just to see how much you are, let's say, blocked by all of these informative, huge amounts. How much you block yourself from seeing yourself. Aber genau das ist der Schlüssel, um zu dir selbst und um herauszufinden, wie sehr du dich selber eigentlich in deinem Leben blockierst und was du dir selber eigentlich, wo du dir selber im Wege stehst. For example, even though you don't go to church, you don't consider you're a Christian, yes? But still you live in Christian society. Living in Germany, Germany is Christian society. Doesn't matter which tradition we are applying in our daily, let's say, activities and so. If you live in Christian society, it means that you, your parents, your grandparents, grandparents, most probably your children and their children will still be Christians in their beliefs. And it doesn't matter that you don't go to the church. Also meistens von euch würde wahrscheinlich sagen, dass ihr seid definitiv keine Christen, weil ihr nicht in die Kirche jeden Sonntag geht oder die Gebete von Christen irgendwie täglich liest oder sowas. Aber wir leben, Deutschland ist ja ein christliches Land. Wir leben in einer Gesellschaft, die christlich ist. Und ob wir es wollen, unsere Eltern, Großeltern oder andere Generationen zurück, die sind auch nach diesen Prinzipien großgezogen worden. Und diese Prinzipien, ob wir das wollen oder nicht, sind tief in uns drin. Und, they are in your blood. Ja, die sind in unserem Blut halt drin. Ne? Und, and this is called genetics. Und das nennen wir Genetik. Yeah. And now you will say, oh, come on, but genetics, that's biology, and Christianity is something which I can read in a book or go to the church. How is it connected to me? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, nee, halt, das ist doch Biologie. Genetik ist hat mit Biologie zu tun und nichts mit einer Religion, weil die Religion kannst du lesen und lernen und die Genetik kannst du ja nicht lernen. Yeah, and this is a point where I can say this is the magic to understand how your genetics is related to Bible, for example, or to another book, or to another culture, or something what happens outside of your body. Und das ist, würde ich sagen, die Magie, um herauszufinden, wie deine Genetik und deine Biologie ist eng verbunden eigentlich mit der Religion oder mit dieser Überzeugung von dieser Religion. Not religion, not only religion, but any other culture or any other informative amounts of information amounts outside. Ja, oder eine andere Kultur und informative. Just information outside everything what is outside your body. How you can connect your genetics to something what's outside of your body. Wie du deine Genetik zu dem verbinden kannst oder connecten kannst, was außerhalb von dir selber ist. In short terms, that's what I would like to offer you to understand. And based on understanding of these things, you will get the keys to change yourself and your life as you want and as you wish at any time you want. Und grundsätzlich, das ist das, was ich euch anbieten kann, das zu lernen und euch selber verstehen zu lernen, damit ihr frei euch bewegen könnt und das Leben so verändern könnt, wie ihr das wollt und nicht wie irgendeiner von außen sagt, dass ihr das so machen solltet.
Okay. Okay. Now I will just go through some topics which I put on in order to give you maybe some more details, because this is maybe not the traditional learning or study or esoteric seminars or something which you have heard maybe in some other place or in some other location, but maybe that's because it is, as I said, it is not related to currently any known culture or tradition. Maybe in 100 years this might become a tradition or culture, but currently this is not in this way. So therefore I will go through some key points just to give you some tips to understand what will happen with you if you decide to continue in this way. Okay, also in the way I would give you some knowledge. Ich werde durch ein paar so Themen gehen, was man hier in dieser Akademie lernen kann. It was very long. I lost already there. Basically, I will go through some key points which will give you some understanding what will happen to you if you do study and learn these things, which I can teach you, or Diana can teach you also, because she's already a senior student in our school. I don't look like senior, but yeah, I have discovered a lot there. However, he just mentioned that he would go through the... You can do it in German as well. Er hatte gesagt, dass würde jetzt gerne ein paar so Hauptpunkte wahrscheinlich berühren, die diejenigen, die diese Schule machen wollen, würde auf dem Weg machen oder näher an sich selber zu kommen, um herauszufinden, die Genetik und alles, was ja, mit diesen Glaubensprinzipien und Überzeugungen in euch drin eigentlich bewirkt. Und dadurch könnt ihr natürlich euer Leben selber neu gestalten, wenn ihr das erkennt. I can tell you this because I went through this myself. So therefore this is my experience which I can share with you. And not only my experience, also the experience I've seen on other people, how they are living, how they are not being able to change something in their life, and how somebody is able to change something in their life. Das, was ich euch erzählen werde, ist meine Erfahrung, wie ich diesen Weg gelaufen bin. Und nicht nur meine Erfahrung, auch die Erfahrungen von anderen Menschen, die ich einfach beobachtet und gesehen habe und verstanden habe, wahrscheinlich besser als die selber verstehen, bestimmte Prozesse, was in denen drin verlaufen, und dadurch konnte ich deren Erfahrung zu meiner Erfahrung auch machen. Okay, first of all, let's say I need to say some phrase that I will be honest with you, and I would expect that you would be honest with me, because if you are interested in knowledge, this is the only way that it's possible to share and to change. If somebody is giving you knowledge and not being honest to you, or either you are not being honest, then the process is not functioning. Ich möchte damit anfangen, dass ich werde ehrlich zu euch sein, und ich möchte, dass ihr auch ehrlich zu mir seid, weil wenn es nicht auf Ehrlichkeitsbasis ein Lernprozess passiert, der wird irgendwann blockiert von demjenigen, der nicht ehrlich ist, weil das ist dann so gesagt die Blockade in Gedanken, und dadurch die Information, die ich euch geben kann, wird nicht da ankommen, wo sie ankommen sollte. Why it's important to be honest? Because honesty is one of the key points for cooperation. Wieso ist Ehrlichkeit so wichtig? Weil Ehrlichkeit ist der Grundstein eigentlich für eine Kooperation. Because only on certain trust, if you have certain trust level, you are able to cooperate with a person or with a company of persons. Erst dann, wenn du einen bestimmten Anteil von Vertrauen hast, bist du fähig,
zu kooperieren mit dieser Person. And depending on this trust level, you will gain efficiency on this cooperation. Either you won't gain efficiency in this cooperation. Und abhängig davon, wie groß Vertrauen ist zwischen diesen Menschen, die Informationen umtauschen und das Wissen, wird die Effektivität und Effizienz dieses Prozesses auch entweder groß sein oder gar nicht, oder kleiner oder mittelgroß. Das hängt ja von jedem dann ab. Okay. And also I would like to tell you that I will not teach you how to do magic or miracles in your life. Ich werde euch auch nicht beibringen, wie man Magie und Wunder kreiert im Leben. Only thing that I will tell you is how those things which I will tell you are based on logically derived activities and things from life. Das Einzige, was ich euch sagen werde, sind die logischen Prozesse, die basiert im Leben sind und in der Natur und Universum. Yeah, and this is possible only when you understand to a certain extent those processes. So this means you need to go into deep inside to understand some things. Um Wunder zu schaffen oder Magie zu können, brauchst du wirklich tief in diese Prozesse reinzugehen und die tiefgründig verstehen. Also, I would like to tell you that somebody is afraid of the word magic because they think that it's something not good or something bad, because I've heard there is a black magic, there is white magic, and there is different kind of magic, and some people go to graveyard to do magic and somebody else goes somewhere else. That's not magic. Ich weiß auch, dass manche haben Angst vor Magie, weil die glauben, dass Magie ist irgendwas Böses. Und dass man Magie im Friedhof macht oder Magie irgendwo anders noch macht. Aber das ist es nicht. Es gibt weiße Magie, es gibt schwarze Magie, es gibt unterschiedliche Magien. Everybody usually is looking for miracles in their lives because there are situations which we cannot solve. The question is why we can't solve them. Und Menschen haben die Tendenz, nach Wundern zu schauen immer, weil es gibt Situationen, die wir einfach nicht lösen können und dann suchen wir eine Lösung in der Form von Wunder. But then, when somebody have solved some problem in his life, most probably if you have solved some problems in your life, you will see that there was not a miracle, that was not a magic. That was just understanding of this process and bringing it to logical outcome. Und wenn du schon mal ein Problem in deinem Leben gelöst hast, dann weißt du genau, dass das kein Wunder war. Du hattest einfach das Wissen, wie du das Problem löst. Und das ist das, was zählt. Okay, and what we will learn here, as I already told you, is just this deeper understanding of processes, which will bring you to some possibilities of solving your life. In the cases when when you are not happy with your life. Was wir hier machen werden, wir werden tiefgründig die Prozesse uns anschauen und analysieren, die die Prozesse verstehen und tiefgründig verstehen, damit ihr die Probleme oder die Situationen, die ihr im Leben habt und womit ihr nicht zufrieden seid, dass ihr die einfach ratzfatz lösen könnt. Have you thought of what is destiny and what is karma in your life? Most probably you've heard those words, yes? Habt ihr schon von Schicksal und Karma nachgedacht oder Gedanken euch gemacht? Oh ja. Ja. Aber ich Karma, wenn ich handeln will. So I believe everybody knows, at least they think that they know what is destiny, what is karma, what is astrology, what are religions, what are beliefs, and so on and so on, and a lot of other esoteric and popular stuff today. Right? Wer kann behaupten, dass er weiß, was Schicksal ist und Karma ist? Keiner?
Schicksal würde ich sagen. Also, So viele Schicksale sage ich jetzt persönlich. denkst du, dass du das kennst? Das ist die Frage. Destiny depends on your karma life, maybe. A bit. On your Destiny. destiny. Could be. Could Actually, be. I'm just asking questions, and maybe when you start to study with me, you will see that I'm asking questions and not expecting your answers. The question is done just because you need to think to yourself. What is it for? I'm not asking you to explain it to me, but you need to explain it to yourself. Ich werde in diesem Prozess Fragen stellen, aber nicht, weil ich die Antwort erwarte, sondern weil ich möchte, dass ihr nachdenkt über diese Fragen. Und die Antwort sollt ihr euch selber geben und nicht mir. And this is where your self-development begins. When you ask question and answer yourself to this question. Und das ist, wo deine Entwicklung, deine Bewusstseinsentwicklung anfängt, Persönlichkeitsentwicklung anfängt, indem dass du Fragen stellst dir selber und die Antwort selber herausfindest. So basically on this we can finish. Hier können wir auch beenden. No, I'm just joking. Of course, I will also say that's the key. Why do we need somebody to follow? I think in every tradition and every religion, or you don't any school or anything. Yes, you always have somebody who is guiding you somewhere. At this point, I could be the guide for people who are interested in these processes. Because I went through them and I know how it works, and I know it already from the distance when something is going to happen in this way. Natürlich, wenn man auf diesem Weg sich macht und diese Bewusstseinserweiterungsweg gehen möchte, braucht man einen Führer, so gesehen, der dir einfach den Weg zeigt oder dich begleitet oder gibt dir Informationen, wenn du das brauchst. Und das werde ich tun, weil ich es einfach schon mal gemacht habe in meinem Leben. Und wenn ich eine bestimmte Situation sehe, ich weiß schon vorher, was die Konsequenzen da sein werden, weil ich einfach die Prozesse verstanden habe. I'm not calling myself some kind of guru, master or teacher or something else, but I know what is the main quality of person who might do something like this. The main quality of this person is that you know that somebody is going to crash, and you must keep emotions to yourself and let this person crash. Ich bin kein Guru, Meister oder Lehrer oder wie auch immer man mag heutzutage so Menschen zu nennen. Ich bin derjenige, der sieht einfach, dass ein Mensch stürzen wird, bevor er das selber weiß. Und meine Aufgabe oder die Kunst ist, meine Emotionen zurückzuhalten, diesen Menschen stürzen zu lassen, damit dieser Mensch das lernt. Best of all, you can learn this thing when you practice on your very close relatives. Am besten kannst du das lernen, wenn du diese Übung regelmäßig auf deine Verwandten ausübst, die Menschen, die du lieb hast. Yes, because you feel more pain when you see that close person to you is going to do something bad to himself, and you cannot, let's say, you can stop him from doing this, but if you will stop him from doing this, he will not learn his lesson. Der beste Weg, das zu lernen, ist natürlich mit denjenigen, die uns nahestehen, die uns viel bedeuten, weil dieser Schmerz, was wir dann empfinden können, ist natürlich viel größer, als wenn es ein Fremder wäre. Und das spielt viel größere Rolle für uns, einen geliebten Menschen zu sehen, bestimmte Sachen in diesem Lernprozess oder beim Absturz. Und dadurch lernen natürlich wir auch schneller, besser, effektiver, weil wir wissen ja alle, dass wenn irgendwas uns so herzlich trifft oder einen Menschen, den wir lieb haben, dann wachen wir schon schneller auf, als wenn es jemand anderen passiert, den wir gar nicht kennen. Okay, then there is another point which I would like to pay your attention to. For example, I ask you about the question about, do you know what is karma, and do you know what is religion, do you know what's astrology? Most probably all of you know at least something. Everybody has his own level of knowledge on each
word which I mentioned. Yes. Das nächste Punkt, was ich besprechen wollte, ist, ich habe schon die Frage gestellt, ob du weißt, was Karma, Religion, Schicksal ist. Und hochwahrscheinlich alle von euch wissen das schon auf eine bestimmte Ebene oder auf einem Niveau, aber diese Niveaus, die werden bei jedem auch unterschiedlich sein. But then, for example, when you consider that you have enough of knowledge, what happens? You stop acquiring this knowledge in a particular area. And, for example, if this area is related or a key area which creates your life, for example, what is destiny, what is karma? Oh, I know everything about destiny. Destiny is something which will happen to me, let's say, from my birth till the end of my life, yes? Und wenn ihr zum Beispiel einen Punkt erreicht habt, wo ihr sagt, oh, das kenne ich weiß, was Schicksal ist, ich weiß, was Karma ist, in dem Moment, wo diese Begriffe zum Beispiel mit eurem privaten Leben, persönlichen Leben verbunden sind und die beeinflussen das Leben, was passiert dann, wenn ihr festgestellt habt, da habe ich genug Wissen, das kenne ich. Okay, then happens something very strange. Dann passiert was ganz Merkwürdiges. You stop receiving information on this particular topic because you're simply not interested in it. Du aufhörst, die Informationen über dieses Thema zu empfangen können. And at that time, your development stops. Und in diesem Moment deine Entwicklung ist blockiert. Which means you're starting to enter degradation conditions. Und das bedeutet, du fängst an zu degradieren. Can anybody explain why? Kann jemand das erklären, wieso? Uns selber oder allen? This, for everybody or for herself? To yourself. But do it yourself, not just wait for my answer, but do it to yourself. Really try to understand why you start to degrade once you stop being interested in something which really is important to your life, which is important to your soul, to your inner self. Stellt diese Frage euch selber einfach, wieso fange ich an zu degradieren in dem Moment, wo ich aufhöre, mich zu entwickeln in dem, was mir wichtig ist, in dem, was in meinem Leben wichtig ist. Wieso degradiere ich dann? Okay. What happens? Was passiert? When you say, I've had enough of something. Ich habe genug von irgendwas. Which is important to your life or which leaves significant impact on your life. Was eigentlich wichtig für dein Leben ist oder wichtigen Einfluss auf dein Leben hat. Your life starts to shrink, or in other words, you are starting to die. Dein Leben fängt an zu schrumpfen, genau. Dein Leben fängt an zu schrumpfen und du fängst an zu sterben. Why it is happening? It's happening just simply because there is no, in the whole universe or in our closed nature, there is no process of stagnation, no process of being still. Das passiert deswegen, weil in unserem Universum es gibt keinen Stillstand. In dem Moment, wo Stillstand entsteht, es gibt einfach diesen Stillstand nicht. Unser Universum kennt es nicht. Entweder geht es bergauf oder bergab. Why it is happening? Because this law is defined by time. Der Grund dafür ist, dass dieses Gesetz ist vom Zeit definiert. Die Zeit definiert dieses Gesetz. Because time will move everything. Doesn't matter if you want or you don't want, the time flow is designed to move everything. So nothing would stand still. Weil die Zeit ist die Kraft, die definiert diesen Prinzip, diesen Gesetz. Weil die Zeit fließt und das verursacht oder schließt sofort aus Stillstand. Why anybody would die in the world? What do you think? Wieso könnte ein Mensch sterben auf dieser Welt? My
see and my observation and my understanding of this is just because somebody decided he has had enough of something. Meine Idee oder meine Meinung dazu wäre, dass jemand hat entschieden, dass dieser Mensch genug schon hat. And basically what we see that mainly all religions in the world, they are teaching us to be modest, not to jump too high. Try to make your wishes or wills not too high so that you could satisfy them easily. Die meisten Religionen, die in unserer Welt zurzeit anerkannt sind, die sagen uns, wir sollten nicht zu groß über uns selber denken. Wir sollten eher so moderat, auf so einem moderaten Niveau immer alles machen, leben, glauben und bleiben. Try to be not so, let's say, excessive in your life. Try to be small. Don't go too far. Don't go too deep. Don't go anywhere. Yeah, just stay there and consider that it's enough for you. Yes. Ja, also geh nicht zu weit weg, geh nicht zu schnell oder mach Dinge nicht zu krass. Bleib einfach da, ruhig, ganz so. Bleib am besten da, wo du bist. Yeah, and the key word here is enough again. Und das Schlüsselwort hier natürlich ist genug. Understanding all of this, you most probably start to draw lines together that most of the culture developed in the world is brought for you to die. Und wenn ihr das versteht, dass die Religionen eigentlich begrenzen Menschen so, oder sagen, mach nicht zu viel, mach nicht zu schnell, dass die Religionen grundsätzlich geben uns keine andere Wahl, als zu sterben. Und das ist natürlich das, was die wahrscheinlich promoten. Yeah. When I said that there will be no miracles, I said it because there are actually no miracles at all. Not in this world, not in other worlds. There is just lack of knowledge. Wo ich gesagt habe, es gibt keine Wunder auf dieser Welt oder auf eine andere Welt, ist, weil es gibt die tatsächlich nicht, es gibt nur der Mangel des Wissens. Miracles exist for those people who don't understand them. Wunder existieren nur für diejenigen, die nicht verstehen, wie die zustande gekommen sind. For those people who create miracles, they don't see miracles. Für diejenigen, die Wunder kreieren, they don't see miracles. Diejenigen, die Wunder kreieren, die merken die gar nicht, die sehen die gar nicht. Because for them that's just a common science. It's the knowledge which they are using to do something. Weil für den ist es eine ganz normale Sache. Das ist das Wissen, was die einsetzen können, und das kommt zustande einfach. Well, the miracles is just because currently most of the people don't understand nature. Und die Wunder oder die Menschen haben diese Tendenz, an Wunder zu glauben, nur weil die nicht die Natur verstehen. Because nature itself could be a miracle if we would see it. We don't understand why the tree is growing. We don't understand why the wind is blowing. Okay, some scientists start to develop some understanding on this topic. But in general, there are so many things not investigated on this planet that we don't even understand why are we living here. Wir verstehen nicht, wieso der Baum wächst. Wir verstehen nicht, wieso der Wind weht eigentlich. Wir basieren eigentlich unser Verstand nur auf bestimmten wissenschaftlichen Fakten, aber tiefgründig und für uns unsere eigene, sagen wir so, Wahrheit und Verständnis und Wissen, wie das alles zustande kommt, haben wir nicht. And one more point which I want to draw your attention to is that also during these courses
But I'm not being modest, we will try to understand why are you living here. Und grundsätzlich in dieser Akademie werden wir verstehen lernen, wozu leben wir überhaupt. Let's say, I've received questions from people who have heard what I've told and from people who haven't heard what I've told, but when I'm starting to talk about some things and somebody says, okay, that's isn't it too deep for your age or for your how old are you and so on, my answer is that the age is not defining your consciousness. Es gibt Menschen, die sagen, wenn bestimmte Fragen auf den Tisch kommen, die sagen, aber kannst du da was überhaupt sagen? Du bist doch noch nicht so alt, um dieses Wissen zu haben. Und dann sage ich, what was the last sentence? The age is not what defines your consciousness. Der Alter definiert nicht dein Bewusstsein. So another thing, once you go through those details, you might lose a lot of things in your life. Maybe some things which are very dear to you. Eine andere Sache ist, wenn man diesen Weg geht, man könnte viele Elemente im Leben verlieren, die eigentlich einem scheint sehr, sehr wichtig zu sein. And instead you will receive ability to get more responsibility in your life. Aber als Leistung wirst du die Fähigkeit bekommen und die Ressource zu bekommen, um mehr Verantwortung über dein eigenes Leben zu übernehmen. Actual meaning of word responsibility is action out of knowledge. Die Bedeutung des Wortes Verantwortung ist Tat als Ergebnis. Action out of knowledge. By action from knowledge. Der Tat. Im Wissen halt. So. Der Tat, der basiert auf Wissen ist. So. The more knowledge of processes you understand in your life, the higher grows your responsibility, which means mindful actions and mindful life. Je mehr du Prozesse im Leben verstehst, in deinem Leben verstehst, desto mehr wächst deine Verantwortung für dein eigenes Leben natürlich. What was the last sentence? Which means mindful actions and mindful life. Und das bedeutet natürlich bewusste Taten und bewusstes Leben. And it's not mindful life just because you know what I did yesterday. I can remember every small topic which I talked about yesterday. That's not mindfulness, that's mindful masturbation, I would say. Okay. Und Bewusstsein, bewusst zu leben, bedeutet nicht, dass du jede Sekunde von gestrigen Tag dir erinnern kannst oder dass du jede Tat, was du gestern gemacht hast, super auf dem Schirm hast, auch am nächsten Tag. Ich würde sowas nennen eher als bewusste Masturbieren so. Because why I'm saying this, because there are some teachings and some people who are telling that you will become more mindful if you will understand, if you will remember every step of your life, like what you did yesterday, what you did 5 years ago, what you did 10 years ago. I would say there's nothing to do with mindfulness or with consciousness. Es gibt Lehren, die sagen, du wirst bewusster, wenn du die so weit entwickelt hast, dass du jede Sekunde von deinem vergangenen Jahr erinnern kannst. Ich sage, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Mindfulness is only related to your ability of being responsible for your life and for people maybe who are close to you and you can take responsibility for them. Bewusstsein bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, zu können über dein eigenes Leben und über die Leben von deinen Menschen in deiner Umgebung oder die dir nahestehen oder auch weiter, aber grundsätzlich das ist die Fähigkeit, die Verantwortung über Prozesse zu übernehmen. Yeah, the main idea of
Human Consciousness Academy is to support change of life. Okay, die Hauptidee dieser Akademie ist zu unterstützen, der Prozess des Veränderungs im Leben. How can you change your life? Wie kannst du dein Leben verändern? You know, have you thought about it? If you want to change your life, because many people are satisfied with their lives, but usually people who are satisfied with their lives, their life quality, they are not searching for something new. Weißt du, wie du dein Leben verändern kannst? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Willst du überhaupt dein Leben verändern oder bist du mega glücklich und alles ist tipptopp, einfach du bist der Geilste auf der Welt und alles ist 100%ig so, wie du das dir wünschst? I like when somebody is more emotional than I am. And somebody can tell something more emotional than I can. Ich mag, wenn jemand ist mehr emotional als ich bin und kann Sachen ein bisschen emotionaler rüberbringen als ich. Okay, back to the topic. So, basically, to change something in your life, you need to introduce something new in your life. Um irgendwas in deinem Leben zu verändern, musst du was Neues in dein Leben einladen oder reinbringen. That's not cosmic knowledge, right? Und das ist doch nicht jetzt Kosmos, ne? Das ist ziemlich einfach. And depending on level of changes you are looking forward to, you need to change something on particular level of your life. Und da, also abhängig davon, was du verändern oder wie viel du verändern willst in deinem Leben, muss diese Veränderung auf die passende Ebene dann auch stattfinden. And in order to understand what exactly you want to change in your life, you need to understand the levels of your life and of your consciousness. Und um überhaupt zu verstehen, was du verändern willst in deinem Leben und wo du das verändern kannst, musst du erstmal lernen, die Ebenen, auf denen unser Bewusstsein aufgebaut ist. Und herauszufinden, wo verändere ich das und wo verändere ich das und das. For people who think that consciousness is something mystic or something, let's say, not possible to define or somehow else, not like romantic description of consciousness, yes? I will tell you completely opposite. Consciousness is a perfect 100% working system which you can learn to understand how your consciousness works and of what elements it consists. Es gibt Menschen, die glauben, das Bewusstsein ist irgendwas sehr Romantisches, Unfassbares, irgendwie was du nicht verstehen und fassen kannst. Ich sage, Bewusstsein ist ein perfekt ausgearbeitetes System, denn du in dem Moment, wo du das kennenlernst und verstehst, wie das alles passiert und wie die Prozesse passieren, kannst du alles selber da neu gestalten. And people who know it, they are the creators of the cultures, of religions and of everything which you are following on daily basis. Und die Menschen, die dieses Wissen haben, die Menschen, die dieses Wissen haben, die sind diejenigen, die führen die Gesellschaft, die kreieren Kulturen, Religionen und die sind diejenigen, denen wir folgen. If you don't want to change anything in your life, you shouldn't expect any changes. Wenn du nichts verändern in deinem Leben willst, du solltest auch keine Veränderungen erwarten. For example, you go to one and the same place, restaurant or other place, yes, and you want to get different menu. Every day you go to one and the same restaurant, but you want inside of yourself, okay, I want like fish prepared in this way or want something like this, but every day there is one and the same menu, but I still want it, right? And on daily basis, when you go to one and the same place for eating and you start to be more dissatisfied because I want something else, but I'm still going to one and the same place. Und wenn du täglich gehst in das gleiche Restaurant und erwartest eine Veränderung,
da wirst du irgendwann unzufrieden und sagst, wieso die Veränderung kommt nicht? Ich warte doch und ich bin da und ich komme jeden Tag immer wieder. Yes, and there are some people who think like this. They don't think, but they are following this kind of pattern all life long. Es gibt Menschen, die tatsächlich so leben und die tatsächlich Veränderungen auch erwarten, selbst wenn die nichts machen. Und die leben nach diesem Muster und Überzeugung. What happens to them? Was passiert mit diesen Menschen? They start to lack self-realization in their life. Die hören auf, sich selber zu realisieren als Menschen dieser Welt. And year by year, their motivation is decreasing. Und ja, ein Jahr nach dem anderen, die Motivation wird immer schwächer und schwächer. And what happens when these two things happen? Und was passiert, wenn diese zwei Dinge passieren? A person basically announces to the world that I've had enough. It's boring for me here. Und in diesem Moment, der Mensch schickt raus die Nachricht zu die ganze Welt, ich habe genug. Because I'm bored. Weil ich Langeweile habe. Okay, that is how our lives work. Das when you don't understand how they work. Das ist das, wie unser Leben funktioniert. Wenn ihr nicht versteht, wie das Leben I understand that people who are younger, yes, they don't feel this, let's say, this pressure of what I told you right now. How that you get into being depressed, you get in some problems. Of course, there are some specific cases when person at the age of 22 can go into deep depression, but this is just special cases. Hochwahrscheinlich gibt es wenige junge Menschen, die solche Erfahrungen gesammelt haben. Natürlich kann es sein, dass man deprimiert und einen Burnout hat, wenn man 22 ist. Aber es gibt wirklich, das sind dann Einzelfälle und ja, es ist nicht jetzt unbedingt das, wie das meisten passiert. Why is it okay with young people that they are not realizing themselves in their life? Wieso ist es okay für die jungen Menschen, die realisieren sich nicht oder deren Potenzial nicht, während die jung sind? Because the culture says so. Weil die Kultur sagt, dass das in Ordnung ist so. Instead of doing some great things, young people usually, what do? They go to cinema, nightclubs, having some maybe small sports activities, trying to realize themselves in some, I don't know, specific areas, playing computer games, meeting with girls, changing girls, meeting with boys, changing boys, and so on and so on. So this is main activities what young people do. Weil die Kultur bestimmt und sagt, es ist in Ordnung, wenn du nichts mit deinem Potenzial, wo du jung bist, machst. Es ist okay, wenn du jeden Tag Party gehen machst, voll besoffen nach Hause kommst, wechselst deine Freunde und Freundinnen wie die Socken und am Endeffekt wirst irgendwann auch älter. Aber große Sachen hast du nicht wirklich geschaffen so. And why is it happening? Und wieso passiert das so? It is because current, let's say, world civilization or culture is wants stability in society. Weil die zurzeit anerkannte Kultur in unserer Welt möchte nur Stabilität haben. Because as we all know, the younger person, yes, he's having some inner potential to do some, I don't know, some great things, some changes and something else. But usually people at this age, they are kept busy with some not really actual things, not really worth things doing. Weil wir wissen ja, wo wir jung sind, dann haben wir diesen riesen Drang, ich möchte irgendwas machen, ich möchte das schaffen, ich habe so, je jünger man ist, desto mehr Potenzial hat man auch, große Sachen anzuschieben. Aber die jungen Menschen werden durch diese Kultur abgelenkt von Sachen, die gar nicht wichtig eigentlich sind.
And only in the situation when you understand all of these specific, small, not really interesting things, you can start to change your life and realize your potential which you have inside of yourself. Aber erst dann, wo du fängst an, das wahrzunehmen und zu verstehen, was geschieht in dem System und was macht die Kultur mit dir, kannst du eigentlich aufwachen und sagen, okay, ich weiß, ich will da lang, und dann kannst du diesen Weg auch gehen. Aber dann wird dich nichts mehr ablenken können, auch. Also dann steigst du halt raus aus dieser Kultur. Yeah. So that's just another tool that you could use to change your life. Das ist nur If you understand how life works and how society works. Das ist nur ein Instrument, was ich euch gerade gegeben habe, um euren Leben zu gestalten, so wie ihr das wollt. When we go, let's say, in more detail during the studies, you understand that this is not related only to age. That person can increase his potential even at the age of 60 or I don't know, whatever, if he just if he has will. Und wenn wir weiter in unserem Studium gehen, wird er auch sehen, dass es ist nicht wichtig, wie alt du bist. Du kannst auch mit 60 dein Potenzial zu verwirklichen in diesem Leben. Und das spielt keine große Rolle, wie alt du eigentlich bist. Because this is also another cultural element that when you become more than 40 or more than 50 or more than 60, you are not pretty much interested in interesting for society. Yes? Und das ist auch eine Eigenschaft dieser Kultur, dass wenn du 50, 60, 70 Jahre alt wirst, du wirst nicht mehr interessant für dieses System, für diese Gesellschaft. Society. Yeah. Gesellschaft, ja. And therefore, everything is only depending on yourself. So all of your situation, all of your life, for example, you can take a look on yourself, take a look on other people around here and think, okay, he looks like this or I look like this because I have chosen to live like this. That's my option of life. Question is whether I'm happy with my option or I want to change something in it. Wenn ihr andere Menschen um euch herum beobachtet und seht, okay, der sieht so aus, der sieht so aus, ihr könnt sehen, dieser Mensch hat sich für dieses Leben entschieden, er will so aussehen, er will so leben. Und was ihr da machen könnt, ist euch selber im Spiegel anzuschauen und sagen, bin ich derjenige, der eigentlich sein möchte. Und dann könnt ihr das natürlich verändern, wenn es nicht so ist. So, okay. We already understand that to have some changes in your life, you need to do something new in your life, right? Wir haben schon verstanden, dass um eine Veränderung im Leben zu erschaffen, müssen wir was verändern. How do we introduce new things in our lives? Wie laden wir die neuen Dinge in unserem Leben ein? Simple answer, the same as for the first time when I asked how do we change. We introduce new things by repeating. Wir bringen die neuen Sachen in unserem Leben beim regelmäßigen Ausübung von diesen Dingen. How to keep repeating something. Wie and kann man, particularly something that you want to have in your wie life. kann man das ständig wiederholen, das was du eigentlich integrieren in deinem Leben willst? There are usually two cases which people are trying to follow, because these two things, they are written about in many successful people books, some successful billionaires, successful millionaires, successful salesmen, and so on and so on. One thing is reminding yourself all the time, and another thing is pushing yourself, pushing your limits. Es gibt zwei wichtige Dinge oder zwei Sachen, die man machen kann, um eine Veränderung zu veranstalten im Leben. Und zwar, die erste ist, sich ständig daran erinnern, dass ich diese Veränderung vornehmen wollte. Und die andere Sache ist, sich dazu zu zwingen. I can tell you that there is something more than this. And the better solution is to introduce a system which does it for you. Aber ich kann euch sagen, es gibt einen besseren Weg, wie man das zustande bringen kann.
Und zwar ein introduce system which does it for you. Und zwar ein System in deinem Leben einzuladen, der macht das für dich. This kind of system, I can tell you, is called knowledge and practices oriented toward changes in your life. Also nothing new, right? Also das System ist, kann man sagen, ist das Wissen und Praktizierung. What was the sentence? This kind of system is knowledge and practices oriented towards introducing changes in your life. It's the knowledge and also es ist das Wissen und die Erfahrung oder Praktiken, die orientiert sind, das Neue in deinem Leben zu integrieren. It's simple, right? There is no big deal to understand it. But but the key question is how to introduce the system. Es ist ziemlich einfach, das zu verstehen, aber die große Frage ist, wie soll ich dieses System in meinem Leben integrieren oder einladen? And my answer is the system of knowledges and practices should be oriented towards your beliefs. Und meine Antwort darauf ist, dass das Wissen und die Praxen, die du ausübst, die sollten die Richtung orientiert, wo dein Glauben ist, woran du glaubst. And this is actually what the studies and courses are made for. It is step by step changing your beliefs in what you believe and what you are 100% sure that it's only like this and no other way. Und das ist das, was wir hier lernen werden, die Glauben und die Überzeugung, die wir haben, wo wir sagen, nein, das ist nur so und es kann nicht anders sein. Es ist einfach so und es wird so für immer bleiben, um das zu verändern. Um herauszufinden auch, ob es wirklich deine Überzeugung und dein Glaube ist. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung selber sagen, weil ich habe für mich selber so viele Überzeugungen entdeckt, die gar nicht meine waren, wo ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 30 Jahre nach diesen Überzeugungen gelebt und die waren gar nicht meine so. And this is a place where you are being controlled, manipulated by culture and system. And this is beliefs, what you believe in. Die Überzeugung oder dein Glaube oder deine Werte ist Kontrollmechanismus, wie diese Kultur mit dir manipulieren kann. Und das erzeugen können, was die von dir brauchen und nicht, was du eigentlich brauchst. Everybody would say, yes, but I'm also acquiring knowledge and I study a lot, I've read a lot of books and I know and a lot of things I can do to myself, like to improve my life. Und viele würden sagen, ja, ich habe doch vieles gemacht schon, um mein Leben zu verändern und zu verbessern. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Seminare besucht, ich habe viele neue Infos geholt und so. But then there is a question, what stops you from acquiring knowledge and what's the difference between information and knowledge? Und dann ist die Frage, was hält dich davon, das Wissen zu holen und was ist der Unterschied zwischen Informationen zu holen und das Wissen zu holen? And there are some key points which I can mention you. Why you are not able to acquire knowledge? Und es gibt ein paar Schlüsselpunkte, wo ich erklären kann, wieso bist du nicht fähig, das Wissen zu sammeln, ja, oder das Wissen zu integrieren. We'll just finish for a small break and then we can continue because I see that you are a little bit tired already. Yeah. Yes. So first point is lack of energy, which I see now here. Der erste Punkt ist Energiemangel, was ich gerade auch hier sehe. Second point is large amount of learned but not understood information.
Das zweite ist große Mengen von Informationen, die man mal gelernt hat, aber nicht wirklich verstanden hat. Then there is a second point which consists of 3 points which you will understand when you study deeper. Laziness, fear and health problems or sickness, which I consider as one point. Und dieser zweite Punkt, der besteht von 3 unterschiedlichen Unterpunkten. Das erste ist Faulheit, das andere ist Angst und das dritte ist Krankheit, gesundheitliche Probleme. And this I would explain why these 3 points are in one point during studies, because only then you will understand why they are in one. Ich werde das erklären, wieso ich habe diese 3 Punkte unter diesem einen gesetzt in der Ausbildung, weil es ist nicht einfach so. It's not because I'm greedy and I want you to come to my course, because it's just because this takes a lot of time to understand how this is related to your ability to acquire knowledge. Genau, und ich sage es euch jetzt nicht. Der Grund, weshalb ich es euch jetzt nicht sage, ist nicht, weil ich geizig bin oder so, ist einfach, weil es dauert, bis man selber da ankommt und das selber versteht. Also das ist ein Weg, um diese 3 Punkte dann auch zu verstehen, wieso, weshalb stehen die in meinem Weg. And the 4th point, life routine, not allowing to do or to see something new in your life. Which is organized by society and egregorial structures of society. Und der 4. Punkt ist die Routine, die tägliche Routine, die wir jeden Tag eigentlich ausüben müssen, weil das bestimmt unsere Gesellschaft, dass wir so leben sollten. Und das steht natürlich im Wege, neue Sachen und neues Wissen und neue Erfahrungen zu sammeln. Yeah. Therefore, study system is a tool for changes implementation, as they provide regular information input on the level that changes your beliefs. And it's also not only about information, it's also related to practical things which you are doing, and you will see how life changes. Und das Studium natürlich ist der Weg, wie man regelmäßig neue Inputs, neue Informationen bekommen kann und das auch täglich üben kann und praktizieren kann, damit man die Veränderungen dann auch tatsächlich schafft im Leben. The next point which I wanted to tell you a little bit about, what will you gain from studies? It's not just like everything what you will gain, but I will tell you like core points from it. Was willst du von diesem Studium sagen, ne? Ihr sagt mal. Yeah. Was willst du von diesem Studium bekommen? Also was werden die Pluspunkte sein? It depends on you, basically, whether you really want to change something in your life or you just want to get or listen interesting information, then spend some good time, yes, working with your brain, thinking on something, yes, and then go back to your common life and forget about it. There is one way. Grundsätzlich, das hängt alles von dir selber ab, ne? Ein Weg ist oder ein Ergebnis würde sein, dass du neue Informationen bekommst, aber du fängst mit diesen Informationen nichts Neues an, also integrierst es nicht in deinem Leben und dann nach ein paar Wochen wird diese Infos eigentlich auch aus deinem Kopf irgendwie verschwinden. Also. This is possible basically up to the 2nd level of course. This the case when you don't continue, because after the 2nd course level usually you start to understand that it makes sense. Also bis 2nd course in Stammlehre or what? No, 2nd course in Ausbildung. Emotional body? Yeah. Also bis diesen 2. Niveau von Bewusstseinskurs, also Bewusstseinslehre, Ausbildung, kann es passieren, dass du einfach Infos gesammelt hast und dann hast eigentlich aber nicht so viel damit angefangen und dann könnte es sein, dass das auch nicht so viel gebracht hat. So, ne?
Aber wenn du das dann bis zum zweiten Kurs geschafft hast, wie Angela und ich, dann siehst du schon die Ergebnisse in deinem Leben und eigentlich richtig Spaß hast, richtig Spaß hast dabei, auch immer wieder neue Instrumente zu bekommen, um das Leben noch mehr zu erforschen und zu verändern und experimentieren und immer was Neues entdecken. So, ja, You understand, it makes sense. und du verstehst es, das macht alles Sinn. Ja? Ich würde dem widersprechen. Es setzt sich nicht so spät ein. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass das früher. I had also the feeling that I was already earlier convinced that this is the right thing for me and I'm going to go for full gas in it. It wasn't what the Angela second. said, or? Yeah, it's also, but it was also for me. Yeah, that's the next question, the next sentence I wanted to tell you. Okay. It depends on your current belief, because some people already understand it earlier. Okay, das hängt ja immer von deinen Überzeugungen und deinen Glaubenssätze, woran du glaubst, von dem ab. Bei manchen Menschen kommt diese Überzeugung schon früher. Und das wäre wahrscheinlich deine. Also wenn es nicht so früh gekommen wäre bei mir, würde ich wahrscheinlich nicht so lange mitmachen. Das wäre dann, weiß ich nicht, was für ein Test aus meiner Sicht, einfach weiterzumachen, ohne einen Effekt zu sehen. If it wasn't earlier to understand that that's the right thing for her, she wouldn't have been doing it further on. Also wann kam es dann also bei dir ungefähr? Also ich glaube, ich habe von Anfang an verstanden, dass das so eine Sache ist, die bringt mir was. Also gut, über Essen, da hatte ich schon ziemlich viel selbst schon gewusst, was so gut und was nicht so gut zu essen ist und wie das funktioniert. So, aber ab der Stelle, wo Rolle der Frau und des Mannes im Leben überhaupt und warum funktioniert vielleicht eine Familie nicht und die andere Familie funktioniert. Also das war der Punkt, da dachte ich, oh ja, das ist in die richtige Richtung, das will ich weiterführen und machen. Weil es sind ja so viele Familien auch in der Umgebung, die einfach kaputt gehen. Und man versteht nicht warum, was ist denn da los? Es sind doch also die Frau ist so nett, der Mann ist so gut und alles irgendwie, sie verstehen sich doch, aber die Familie funktioniert nicht so oder sie funktioniert so klapprig oder irgendwie zwangsweise. Man versucht dann in der Gesellschaft so zu zeigen, aber man weiß, was da brodert und so. Und das habe ich erst, nachdem ich den Kurs auch von Roland gehört habe, habe ich verstanden, okay, also wir nehmen die Rolle von Frau und Mann gar nicht richtig wahr. Also gut, es gibt verschiedene Ansichtsweisen, besonders ja heute ist alles so, wie sagt man? Offen. Offen und viel Platz. Diversität, ja. Also der Begriff ist ja, aber gut, vielleicht werden wir noch 100 Jahre leben und dann auch für diese Diversität auch noch sowas erkennen, wie soll die denn so richtig funktionieren? Weil die Leute haben ja genauso viele Probleme. Die kommen auch zusammen und noch mehr habe auch Bekannte aus solchen alternativen Beziehungen, die gehen auch kaputt, leider. Aber ich weiß nicht, es ging ja hier um traditionelle Mann und Frau, also damit so eine Familie funktioniert. Ja, die Mann- und Frau-Rolle auf Naturprinzipien basiert. Ja, ja. Was die Frau verkörpert in der Natur und was der Mann. Und damit kann man... und ich musste da auch wirklich sagen, ich musste üben, eine Frau zu sein. Ja, das musste ich auch üben. Ja, I understand. Ich müsste, das ist I wanted also to tell something which Diana said, that it's laws of nature basically, what you understand, and it's nothing complex, it's very easy. If you understand the nature, then you understand what is man and what is woman, and what are their roles, and we are basically making problems ourselves where they are not. And sometimes even if we think that our family is okay, everything is okay, it's just enough to take a look on the man and on the woman, look at their face, and you see that they have still problems in their families. They are not happy with each other. Ich merke sogar jetzt, wenn so in der Tür eine Frau sehe oder ein Mann, sofort sieht man, ist das ein Mann wirklich, den ich da gesehen habe eben? Füllt er die Rolle eines Mannes?
in seiner kleinen Gesellschaft Familie, die kleinste Einheit. Oder kommt eine Frau rein, die muss noch kommen, einen Schritt machen oder zwei. Man sieht sofort, was spielt sie für eine Rolle in der kleinsten Einheit, also Familie. Spielt sie eine Rolle der Frau oder des Mannes? Weil oft ist ja die Rollen sind getauscht. Der Mann wird zur Frau in Wirklichkeit und die Frau wird zum Mann. Stimmt. Das ist eine Gesellschaft heute ganz normal. Wie bitte? Das ist eine Gesellschaft ganz normal, da sind Männer schon wie Mädchen. Ja, aber da rasen wir dann... Ja, aber das sind ja die Probleme, weil das widerspricht der Natur oft. Oder die Probleme entstehen auch dann, wenn der eine jetzt in die falsche oder in die andere Rolle geschlüpft ist, der andere aber nicht. Kann nicht oder will nicht. Und dann entstehen die Probleme. Das sind zwei Männer, also zwar einer so im Rock oder Kleid so wie ich und der andere in Hose, aber in Wirklichkeit zwei Männer sind wir in der Familie. Oder zwei Frauen, wenn der Mann zur Frau wird. Und die Frau will auch ihre Frauenrolle behalten. Dann sind es zwei Frauen. Und das ist dann schwierig. That is, let's say, there are several levels of this topic. There are a level of natural understanding, there are a level of consciousness understanding of these topics. Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen man dieses Thema zum Beispiel untersuchen könnte oder leben könnte. Eine ist die auf Naturgesetzen basiert ist, wie die Natur uns eigentlich alles vorzeigt, was die Frau ist und was der Mann ist. Und die andere Ebene ist die Bewusstseinsebene. So. And basically, in order to understand this consciousness level, you'll need to understand first the nature level of role play, if we would say so, yes? Und um diese Bewusstseinsebene zu verstehen, muss man erstmal die Naturebene verstehen und wissen, wie es funktioniert. Currently, we see that there are different types of relations. We know that there are people who are being together like men and men, woman and woman, and whatever, a lot of things. This is a cause of our society and our civilization going in one or other direction. And derivative of these, so to say, not standard or typical relationships is already starting in the partnership or in the family of men and women. Because when woman starts to act more like men, let's say generation by generation, it starts to become a genetic process inside. And as a result, this is already becoming part of nature or something. Some people consider it's possible to reverse it back. Yes, it is possible to reverse it back, but this should come from the person itself, that he wants or she wants to reverse back this nature topic. And some people simply think that it's not normal, it's disease, and let's avoid from this. And some people say that okay, that's normal, and that this should be like this. Again, there are, as I said, there are two major deviations. We need to find the middle way for the society, because we cannot manage everybody. We should manage ourselves, and everybody should work on his own personal life, and each situation will be specific and peculiar in the different ways. Sorry. No, but kurz gefasst, also es ist so, dass es gibt viele unterschiedliche Muster, wie man leben als Frau oder Mann kann in unterschiedlichen Familien. Das ist die große Herausforderung für diese Zivilisation, für diese Zeit, diese Kultur, weil es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie man eine Frau sein kann und wie man ein Mann sein kann. Was man eigentlich hier lernen kann und verstehen kann, ist, wer bist du? Wer willst du sein? Welche Art von Frau willst du sein? Oder welche Art von Mann willst du sein? Und dann, wenn du das weißt, du kannst schon einen passenden Partner für dich finden, weil du weißt, okay, ich bin ein super männlicher Mann, ich brauche eine super weibliche Frau. Dann gehst du und guckst, was sind die Eigenschaften, die die Frau, die ich haben will, braucht. Und dann musst du nicht 100 Jahre oder 10 Jahre 1000 unterschiedliche Mädels ausprobieren. Du weißt genau, okay, die passt nicht, die passt. Und dann wirst du einfach schon wissen, wie du deine Partnerschaft selber gestaltest. So. Und nicht unbewusst gesteuert wirst, ja, sie sieht einfach hübsch aus, die nehme ich so. Du weißt genau, wer du bist, und du kannst diesem Partner
passend zu dir selber dann auch aussuchen. Und das ist eigentlich alles. Wenn wir das wissen würden, dann würden wir nicht 100 unterschiedliche Freunde und Freundinnen haben. Wir würden mit einem zusammenbleiben das ganze Leben. Wozu sollen wir uns diese Ärger ausziehen, umziehen, keine Ahnung, wieder zusammenziehen und wieder Trennung und wieder zusammen und wieder Trennung, wieder. Das ist einfach Mangel von Wissen, wer ich bin und wen ich als Partner brauche. Das ist alles. Das ist auch Sammeln von Erfahrungen. Das ist auch Sammeln von Erfahrungen. Ja, alle Erfahrungen der Welt wirst du sowieso nicht schaffen, zusammen in diesem Leben, glaubst du mir? Nee, aber die Erfahrungen, die ich halt sammle, die habe ich halt. Die hast du gesammelt und das ist auch gut. Willst du die weiter so sammeln? Brauchst du diese Erfahrungen, um bewusst dazu auf das Thema, sondern allgemein einfach, weil... Genau. Die Frage ist, bewusst, brauchst du diese Erfahrung, um wirklich noch deine Ziele zu erreichen im Leben? Ist es die Erfahrung, die dich weiterbringen wird, um an deine Ziele zu kommen? Also in vielen Situationen hilft einem die Erfahrung schon sehr gut. Aber zum Beispiel angenommen, wir haben ein Paar, also einen Mann, der schon 6 Mal sich getrennt hat von einer Frau und braucht er die 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Mal sich immer wieder zu trennen? Eigentlich nicht, aber es passiert automatisch. Der Alltag, dies, das. Genau. Dazu führt, dass es auseinandergeht. Das passiert automatisch, weil er ein bestimmtes Programm hat, Software, der bestimmt, dass er immer diesen gleichen Weg geht. Und dann, wenn du dieses Programm mal erkannt hast bei dir, dann sagst du, stopp, ich brauche das Programm nicht. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich bin jetzt zum Beispiel seit 4 Jahren solo. Heute mit meiner letzten Frau auseinandergehen. Ich suche nicht, aber ich sage, wenn wirklich, ich habe bestimmte Kriterien, sie muss das mitbringen und der Rest fällt schon automatisch aus dem Raster raus. Nun war das nicht so mit deiner Ex-Frau, dass sie das hatte, was du bräuchtest? Nee, ich habe bestimmte Sachen, die ich einfach nicht mehr anerkenne. Okay, und wieso hast du sie denn genommen? Na, sie war ja perfekt gewesen. Genau. Sie war perfekt. Aber der Alltag und die Arbeit von 16 Stunden jeden Tag, arbeiten 7 Tage Woche, das tut teilweise auseinander. Und den Rest, was der den Grund war, da haben wir uns ja schon unterhalten. Ja, aber das ist ein separates Thema. Wir sind jetzt nicht beim Partnerschaftsthema. Es gibt. Aber ich wollte jetzt mal hier links. Genau. Erfahrung hatte teilweise, aber auch, man kriegt im Laufe der Jahre oder wenn man älter wird, ist dann. Dann sagt man, okay. Die Sache ist, man kann Erfahrungen sammeln, aber du musst an einem bestimmten Punkt feststellen, wohin bringt diese Erfahrung. Habe ich diese Erfahrung schon nicht mal gesammelt? Weil wenn es sich wiederholt, ständig mit zum Beispiel Partnerwechsel oder so, das ist eigentlich die gleiche Erfahrung. Ja, man muss eine Frau kennenlernen und die will man ja behalten. Ja, du probierst einfach aus. Das ist einfach eine Probe. Du probierst. Nee. Natürlich probierst du. Man will eine Frau kennenlernen, mit die will man ja sein ganzes Leben. Ja, wenn du ernsthaft mit ihr leben wollen würdest, du würdest dich nicht von ihr trennen. I think we need to start this, let's say, in this seminar which is related to partnership. then we can go step by step, and I would explain, or Diana would explain how it actually works together and how much it is related, how much in yourself you have nature. Let's say how big part of yourself is part of nature. And once you identify this part of nature, you start your questions and topics related to partnership, relationship with men, women, or friends and colleagues. It will automatically fall off. You won't need to answer these questions. Of course, it's not that we are only natural beings. We are also developed beings and so on. And then we will, so to say, also apply these things which our civilization have learned during this period of time, and basically the culture which we are living now in. But that's quite a big topic to discuss this currently. I think we can leave it. I didn't understand everything with what you were discussing, but I understand that you couldn't come to some common solution. However, was er gerade gesagt hat, ist, dass man muss erstmal diagnostizieren, herausfinden, wie viel
in der Natur ist, also wie sehr du bist ein Naturwesen oder ein Naturmensch und wie sehr du bist oder wie viel du bist so ein so Gesellschaftswesen. Und dann, wenn du das rausgefunden hast, kannst du besser herausfinden, grundsätzlich wer zu dir passt. Das ist das Gleiche, was ich schon sagte. Aber wir werden jetzt uns nicht auf das Thema hängen lassen, wir gehen weiter. Ne? Okay, so. Wir können aber Partnerschaftsseminar machen. Ne? Das ist das Thema Nummer 1 in Berlin, ich weiß das. Das wollen alle wissen. Das Thema Nummer 1 in the whole world. In the whole world, ja, das ist das Thema Nummer 1. Und da könnt ihr auch eigentlich die Frage stellen, wieso ist das Thema Nummer 1? Wieso ist es uns so wichtig, diese Partnerschaft? Because first of all we need to understand what for we need a partner. Ja, das ist das Allerwichtigste, um überhaupt zu wissen, wozu du einen Partner brauchst. Wozu brauchst du diesen Partner? Weil wenn du einen Partner brauchst, um Party zu machen, du wirst eine andere Frau aussuchen. Wenn du weißt, dass du einen Partner brauchst, um zusammen was aufzubauen, du wirst eine ganz andere Frau aussuchen. Das fängt immer bei dir an. Du musst erstmal für dich selber wissen, wer du bist, was sind deine Ziele, wo lang du gehen willst, und dann wirst du wissen, was für eine Frau passt zu dir und welche nicht. It is the same as you buy a notebook at some point of your life, yes? Because you need to write some text, but then suddenly you need to put in some nails in the wall. And you take your notebook and start putting nails in the wall. And it's the same with your partner. In the beginning you find a partner to work on one level without the relationship, but then you understand, I don't want this type of relationship, I want something else, but that partner is not suitable for something else. And then you go and look for another partner. Ja, also es ist so, du kaufst einen Laptop als Beispiel, ne? Du kaufst einen Laptop und hast schon geschrieben auf deinem Laptop ein Jahr lang. Nach einem Jahr sagst du, oh, ich brauche jetzt da eine Nägel in die Wand zu schlagen. Dann nimmst du diesen Laptop und sagst, ich schlage mit dem Laptop diesen Nagel da rein. Was passiert mit deinem Laptop? Ist dein Laptop geeignet für ein Nagelschlagen? In der Regel nicht, aber die Wand weiche genau. Aber die Sache ist, du hast dein Laptop gekauft mit dem Ziel, schreiben zu können. Wenn du plötzlich dann die Frau, die du ausgesucht für einen Zweck hast, fängst dann mit dir Nagel zu schlagen, was erwartest du da? Ist sie dann geeignet für so eine Aktion? Sie haut ab? Oder du haust ab? Of course, that was a primitive example, but just to understand, of course, person might change, but there are people who don't want to change in their life. Ja. Es gibt Menschen, die sich verändern natürlich, aber diese Veränderung kann erst der Mensch selber gestalten oder anfangen. Das heißt, du kannst nicht einen anderen zwingen zu verändern, nicht mal deinen Partner. Der Partner muss es selber wollen und selber Veränderungsweg gehen wollen. Und die Veränderungen sind ja auch unterschiedlich. Er kann sich verändern wollen links und du willst dich verändern rechts. Dann geht es ja auch nicht mehr so. Deswegen mindestens sollte man schon am Anfang wissen, was für einen Partner du brauchst, um was zu erschaffen oder für welches Ziel. Und da kehren wir wieder zurück zu sich selbst, um herauszufinden, wer wir sind und überhaupt zu verstehen, was unsere Ziele im Leben sind, wozu wir leben. Okay, let's continue on our topic. To finish it today, hopefully not tomorrow in the morning early. Okay. Another thing, finishing the course, you most probably will stop visiting different spiritual and development seminars, lectures, what are available all around the city or around the country, because you will have a little bit different knowledge and understanding of processes which you didn't have before. Hochwahrscheinlich nach diesem Kurs wirst du auch aufhören, und ganz so gesehen ganz spannend, wirst aufhören, andere Kurse, Seminare oder Coachings zu besuchen, weil du wirst eine ganz andere Perspektive, mit einer ganz anderen Perspektive rauskommen aus diesen Kursen, wo du sagen wirst, okay, das passt mir nicht, oder du wirst schon wissen, was dir passt und was nicht. Du wirst Kurse, Seminare besuchen, aber sehr speziell. Also das, was du weißt, wirklich, du brauchst es. Und nicht die Massen, sondern genau, das ist das Ding, wo ich mich weiterentwickeln will. Das ist mein Talent. I didn't tell it yet, but I read it before. Okay. So I know it. So and basically that's because you will have identified your specific talents.
Ja, weil du deine spezifischen Talente identifiziert in diesem Kurs und diese Lehren hast. Because everybody have his specific talents. Only thing is that they don't know them yet. Weil jeder hat seine spezifischen Talente, nur dass viele Menschen kennen die gar nicht. And they don't know it yet because they have beliefs that they don't allow them to identify them. Und die kennen die nicht, weil die Glauben oder Überzeugungen haben, die denen nicht erlauben, das oder daran zu glauben oder die überhaupt zu entdecken und zu identifizieren. Then one more question which I will ask you, or not you but myself. Why there are so many several topics in this human development course? Because there is a topic which is related, what is your consciousness, yes, how the consciousness works, and there is a topic, how the society is created. Then there is a topic, what makes society degrading, and there is a topic, what to eat, what is a healthy or right eating habits, and not eating but your self-sustaining habits. The course relationship and partnership, and the course of basic understanding of energetic and informative processes in your body. So. Also vielleicht Menschen werden Fragen haben, wieso in diese Menschenlehre, es gibt so viele unterschiedliche Themen drin, was zum Beispiel bewusste Ernährung angeht, bewusste Partnerschaft, System, wie das System manipuliert mit Menschen, wie wir da aussteigen können und was haben wir da noch? How ja, the society is being degraded. Ja, wie unsere Gesellschaft zum Beispiel degradiert oder wie wir das, also die Energien, Energiekörper einfach kennenzulernen von so Energieebenen, die wir haben. Informative structures. Energoinformative Strukturen. Because that's a huge difference if you talk about energy or energy and information. It's completely different topics. Weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Energie und energieinformative Strukturen. Das sind komplett unterschiedliche Begriffe. Okay, the answer is because all of these topics which were mentioned basically influence your consciousness and your destiny. Die Antwort ist, wir haben diese ganzen Themen da bei der Menschenlehre, weil diese ganzen Themen sind wichtig für deine Zukunft, dein Schicksal und die Gabe, sagen wir so. Consciousness. Und Bewusstsein. And these topics are the ones which influence it in major. Das sind die meisten Themen, die dein Bewusstsein auch beeinflussen. Okay, now I will just go through some points which you might encounter. Maybe you already encounter something like this in your life, but this relates to changes in your consciousness, changes or development of your consciousness. Ja, ich werde durch ein paar Punkte gehen, What will happen with you? Ja, die hochkommen könnten, wenn du deinen Bewusstseinsweg gehst, Bewusstseinserweiterungsweg gehst, ja. One of points which I already noticed very early in my life when I started to walk this path is I started to lose my friends. Eine Sache ist, ich habe angefangen, meine Freunde zu verlieren, wenn ich diesen Weg angefangen zu laufen habe. Why it happened? You just start to lose interest in communication with them. Es passiert nur deswegen, weil du verlierst die Interesse in der Kommunikation mit diesen Menschen. You will find out that it's more and more boring to communicate with them, and you will start to look for ways how not to talk to them. Weil du wirst irgendwann das sehr langweilig finden, mit diesen Menschen zu reden, und du wirst immer wieder neue Wege dir suchen, wie kannst du dich oder ausreden, wie kannst du es schaffen, mit ihm diese Zeit doch nicht zu verbringen und nicht ihn treffen zu Because you start to value your time. Weil du anfängst einfach deine Zeit zu wertschätzen. Doesn't mean that people became less interesting. Es bedeutet aber nicht, dass dieser Mensch weniger interessant geworden ist. It's related just to this point that you start to see them differently.
das Einzige, was da ist, dass du siehst diese Person einfach anders jetzt. And those people will start to forget you to invite to their garden parties, to birthdays and so on. And this will make you start to feel comfortable because you don't need to find excuses why you cannot attend this party. Und diese Menschen werden dich vergessen einzuladen auf Gartenpartys, Grillpartys oder was auch immer. Und du wirst dich eigentlich befreit und glücklich fühlen, weil du musst nicht mehr eine Ausrede dir ausdenken, weshalb du nicht kommen kannst. I'm telling it because considering current society level of perception of things, this is one of most important things to many people, especially people who are living in business area and doing business and stuff and doing some trading stuff and so on. This is quite important for them as contacts is the most important tool for them in their life. Und es hängt damit zusammen natürlich, dass in unserer Gesellschaft das Allerwichtigste, wir zählen das als Allerwichtigste, sind die Kontakte, um Geschäfte zu machen. Und dadurch ist ja diese Freundschaften, die eigentlich dir persönlich vielleicht nichts so bringen, aber du machst es trotzdem, weil die Gesellschaft sagt, du solltest es machen, wenn du in dieser Gesellschaft aktiv bleiben willst. Me myself, I was also not always doing this kind of. So this is basically my hobby, which I'm doing here. This is not where I'm earning money currently. So I'm spending quality time with people who want to listen to me. Also für mich ist das auch, was ich hier mache, ist nur mein Hobby. Das ist nicht mein Hauptberuf. Und grundsätzlich, ich habe mir so ein Hobby angeschafft, weil ich Spaß haben möchte mit den Menschen, die auch die gleichen Interessen haben. Und ja, das ist mir dann halt angenehm. Yeah. And basically I have quite an excessive experience living in corporate world and doing business activities, consulting businesses and doing a lot of other stuff, and I saw how it happened with me and I know how it will happen with anybody who will do something like this. Das sage ich, weil ich nämlich arbeite auch in einer großen Kooperation und ich weiß, wie es geht, in dieser Gesellschaft auch aktiv. It was international. I worked also in Germany for half a year. Also ja, für so eine internationale große Gesellschaft hat er damals gearbeitet und er sagt das, weil er weiß, wie, wenn man diesen Weg geht, wie das dann passiert auch mit dir, wenn du einen normalen Job hast halt. And nevertheless, I'm still working in the same field, but I have simply completely different attitude and relations to people with whom I work. I have purely business, nothing more with them. Und ich mittlerweile arbeite immer noch da, wo ich vor Jahren noch gearbeitet habe, aber meine Attitude, meine Einstellung gegenüber von meinen Chefs und meinen Mitarbeitern ist einfach komplett anders und das ist pure Business und nichts mehr als das. And this makes me more effective in both ways, in private life and in business life. Und das macht mich viel effektiver in privaten Leben genauso wie im Business. So this means that you will find out the ways how these changes when you lose something makes you more effective. Dadurch wirst du dann herausfinden, wie kannst du effektiver werden, indem du bestimmte Sachen aus deinem Leben entfernst oder verlierst. The loss of friends also relates to your close friends, friends from childhood or whatever, like so the ones which are the most dear to you. Die Freunde, wenn ich sage Freunde, meine ich auch die ganz, ganz enge Freunde, die zum Beispiel aus der Kindheit und so. Es betrifft auch die, wenn wir darüber reden. Regarding your best, that's the most difficult part because for people who have such a friends and who want to feel, let's say, closeness with them, because once you will start to go deeper in yourself, you will start to identify, and the other person is not doing the same topics to himself. He's not going through some development processes. You will have the temptation. As this is your close friend, you'll have the temptation to help him all the time.
wenn du diese Prozesse machen willst, also dieses Wissen sammeln willst und das Lernen alles willst, du wirst ständig haben das Gefühl, du willst deinem Freund helfen, du willst ihm was sagen, du willst ihm helfen, sich selber zu hören, sich selber zu verstehen. But at some point, your friend is not really willing that you would take a look or show him where is his problems and what's wrong with his life. And that will make a conflict between you and your best friends. Aber dann kommt der Moment, wo der Freund ist noch nicht bereit, das zu hören. Er ist noch nicht bereit, zu erkennen, dass er ein Problem hat. Und dann wird ein Konflikt entstehen, natürlich. And this is the part where you actually, or you should have already earlier leave your friend to do his stuff and not drag him with you, because this is one of the main points, that you shouldn't drag anybody with you once you do ascending of your consciousness. Und das ist dann der Punkt, wo du verstehst, dass du hättest schon ihn früher in Ruhe lassen müssen, damit er seinen Weg geht und du deinen Weg gehen kannst und ohne ihn zu korrigieren oder ihm was zu sagen, was er zu tun hat oder was auch immer. Because everybody has his own rights not to deal with his problems. Weil jeder hat ja ein Recht, mit seinen Problemen sich nicht auseinanderzusetzen. Das entscheidet jeder selbst. Yeah, the next point is it will become harder to do the job which doesn't bring you the real self-development feeling. Die andere Sache ist, es wird dir schwer fallen, einen Job zu machen, der dir nicht das Verwirklichungsgefühl gibt, dass das wirklich zu dir passt und dass es dein Weg und dein Ding ist. You simply start to see the reasonability of work you are doing, or if there is no reasonability, you will not be able to do this work. Und grundsätzlich, du wirst anfangen zu sehen, den Sinn in dieser ganzen Sache. Brauchst du das nicht und weshalb du das brauchst, und wenn du verstehst, dass du das nicht brauchst, du wirst es einfach nicht mehr machen wollen. And this will be normal because you will start to lose your fears and you will start to lose your beliefs which were pushing you to do something that you didn't see reasonability. Und das ist gut so, weil du wirst dadurch deine Ängste verlieren können und Beliefs. Und das Glauben verlieren, der eigentlich in deinem Weg stand bis hierhin, dich selber zu verwirklichen. Auf deine Art und Weise. You yourself will escalate situations where your fears and beliefs will pop out of you and you will have to deal with them. Du wirst selber dich provozieren zu Situationen, wo deine Ängste und deine Überzeugungen einfach vor dir plötzlich stehen und du musst irgendwas machen, damit du damit klarkommst. You might start to feel lonely at some point as you will start to lose a lot of people and environment around you which you were used to before. But then you will understand that this is just cleaning up of your consciousness and your environment by making more free space for yourself. Es kann auch sein, dass du dich plötzlich so einsam fühlst und so, aber das ist eigentlich ein super Zeichen, weil das bedeutet, dass du dich reinigst. Also du machst das Space für neue Sachen einfach, damit das Neue reinkommen kann und das Alte einfach weg. Yeah, and this new one will be something with bigger quality and with bigger reason for you. Und das Neue wird viel größer sein als das, was das Alte war, und wird viel mehr Sinn und viel mehr Qualität haben für dich. It will be also becoming harder for you to lie. Und es wird auch schwieriger werden für dich zu lügen. And it doesn't matter if the lies are white or black, if you lie for some good reason or bad reason, it will not be simply possible for you to lie, because you will start to feel that you are destroying yourself with every lied word you say. Und es wird keinen Unterschied mehr machen, ob es weiße Lügen oder schwarze Lügen sind, gute oder schlechte, weil du wirst merken, dass jede Lüge, die du sagst, die zerstört eigentlich dich selber und deine Überzeugungen. Which means you will need to develop your mind in order to not to lie, but to reach what you want.
Und das bedeutet, dein Gehirn zu entwickeln und die Strategien auszuarbeiten, wie du Sachen so gestalten kannst und den anderen das sagen kannst, ohne zu lügen. Eigentlich an dein Ziel, an dein Ziel zu kommen. Another thing which might come is problems in family or in relationship. Because if one person is going and escalating his consciousness and understanding of life and processes and the other one is not, then there might be again the problem. Because firstly you will start to drag him with you, and if the person again is not willing to go with you, then definitely there is a problem, there is a conflict and so on. Noch eine Sache ist die Partnerschaft natürlich, wenn du jetzt einen Partner hast und dich entscheidest für diesen Weg, es kann sein, dass dein Partner das nicht mitmachen will und du wirst nicht fähig sein, ihn mitzuziehen, auch wenn du das sehr, sehr doll versuchst. Und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das ist tatsächlich so. Ich habe sehr große Mühe gegeben, ich habe so doll gehofft, dass das passiert, aber es ist nicht passiert. Und yes. Das ist And wirklich then there is again two options where you can see only one option which is useful for you. One option is to leave the partner as he is, and maybe after some time he will join you. Another option is to sacrifice your essence in order to maintain illusion of partnership. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt ihn in Ruhe und hoffst, dass eines Tages er kommt doch mit, aber das kann dauern und wer weiß wie lange. Und die andere Option ist, dich zu opfern für diese Illusion, die du mal kreiert hast, das, unter dem Namen meine Beziehung zu dieser Person. It wouldn't be a problem to sacrifice your essence unless you would start to become more conscious, and this sacrifice would be conscious, because we are sacrificing every day a lot of things. We don't understand it, but we are doing it. But in this case, this sacrifice should be conscious. And this means that you are saying, okay, I'm going to die just in order to maintain the illusion that we have everything in place and everything is right. Es ist auch nichts Schlimmes, um irgendwas zu opfern, man kann auch diesen Weg gehen. Nur der Preis, was du zahlst für diesen Opfer, muss dir schon von Anfang an klar sein. Und wenn du bewusster wirst, du wirst schon diesen Preis erkennen. Und dann fragst du dich, lohnt es sich zu sterben in dieser Beziehung, nur damit ich weiterhin diese Illusion am Leben behalten kann. Das heißt, lohnt es sich, das noch weiter auszuleben, was ich schon mit diesen Menschen hatte, aber nicht mehr habe, um einfach nichts Großes zu verändern im privaten Leben. Another thing is you will evaluate your past life from different perspective. Many things which you experienced previously and which made you angry or insulted and so on might make you feel completely opposite. You might be happy or you might be, let's say, without any emotions to something which earlier drove you crazy. Die andere Sache ist, du wirst natürlich in deine Erinnerungen, in deine Vergangenheit zurückblicken und es kann sein, dass Sachen, die du da siehst oder was du erlebt hast, die werden dich zum Lachen bringen, wo du damals geweint hast, oder du wirst genau das Gegenteil weinen, wo du damals gelacht hast. So. Und das ist, die Welt dreht sich einfach um. Another thing is you will start to see suffering other people because you will stop being busy suffering yourself. Und dann wirst du auch anfangen, andere Menschen leiden zu sehen, weil du selber aufhörst zu leiden. Und das heißt, es wird dir viel mehr auffallen, dass die anderen leiden, weil du das schon kennst und hörst eigentlich hinter dir. And you will see that they are suffering not because something bad is happening to them, but they are suffering just because they are creating illusions for themselves. Und die leiden nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert mit denen, sondern nur, weil die in einer Illusion leben und wollen die nicht sehen, dass das nur eine Illusion ist. You will reduce communication on various topics and you will spend more time in silence and being alone. Du wirst viel mehr Zeit für dich allein brauchen und Ruhe haben wollen und auch keine Störeffekte oder störende. You will save your energy, you will not discuss different TV
topics, news topics, football games and anything, because this will make you like senseless spending of time. You will understand that there is no reason to discuss it. Du wirst auch deine Energie sparen können, weil du wirst verstehen, dass irgendein Fußballergebnis da zu diskutieren mit jemandem, der was anderes glaubt, lohnt es sich einfach nicht. And instead of this, you'll start to notice in other persons, in other people, their problems and situations in their lives, because you won't be interested anymore in what they are talking. You will be interested in what's happening to them. Und du wirst auch nicht mehr so konzentriert auf die Probleme von anderen sein, sondern du wirst die gerne einfach erforschen wollen, was genau da passiert ist. Und das wird einfach für dich als Erfahrungsquelle selber sein. Another thing, and the last one which I want to tell you today, is you will start to feel the real burden of responsibility in your life. If you have family and children, also their lives to some extent will lie on your shoulders. Du wirst anfangen, die wahre Verantwortung zu spüren in deinem Leben, wenn du Kinder hast und Familie. So durch wirst du auch die Verantwortung für die Kinder spüren und fühlen so. Because you will start to see more risks and more problems than you saw before. Weil du wirst anfangen, mehr Risiken und Probleme zu sehen, als du vorher gesehen hast. Because you will see that there is nobody to blame for something if something goes wrong except of yourself. Und du wirst nicht anderen Schuld geben, wenn irgendwas falsch läuft, sondern du wirst wissen, okay, das habe ich selber veranstaltet. So. If you were previously a religious person, you would understand that it was just an illusion and no God will ever save you unless there is no good reason for this God. Und wenn du eine religiöse Person bisher warst, dann wirst du sehen, wirst du verstehen, dass kein Gott will dich retten oder dich aus irgendeinem Problem rausholen, außerhalb, wenn du ein super Grund bist, dass er dich rettet jetzt. Aber das ist schwierig. And the most, yeah, to your party, but the most, say, painful topic is that you realize that you are not special in this world. Und natürlich dann wirst du verstehen, dass du eigentlich nicht so besonders bist. Which will be the biggest crash of your egocentrism. Und das wird der große Crash deines Egos sein. Until you learn again how your ego functions. Bis du dann wieder lernst, wie dein Ego eigentlich funktioniert. Aber auf anderen Ebenen. Which is buried under a huge layer of socially uploaded programs in you. Und das ist ganz, ganz tief vergraben in dir unter den gesellschaftlichen Programmen und Überzeugungen. And all of this is just the beginning, which I told you now. It's just the beginning when you will start to take mindful responsibility of your life. Und das alles, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist nur ein Bruchteil und der ganze Anfang von dem, wenn ihr bewusst werden wollt. Oder and stop running away from yourself and responsibility for your life. Und wenn ihr bereit seid, nicht mehr wegzulaufen von der Verantwortung im Leben und von euch selbst. And at that point you will reveal to yourself that you haven't actually done anything much which would help this world, which would help you, yourself, and which would help your family. Und in diesem Moment wirst du feststellen, dass du bis jetzt nichts Besonderes gemacht hast, was eigentlich die Welt helfen würde. Not talking about universal nature. Die Welt helfen könnte, dir selber helfen könnte oder deinen Nachbarn oder deiner Familie oder was auch immer. Und wir schließen hier natürlich Universum oder Natur komplett aus. Das ist viel zu groß dann. You haven't done many things for example, which were meant to be done just because you were for the reason what you didn't do those things which were the reason why you were born here in this planet. Du wirst auch feststellen, dass du bis jetzt noch nicht das gemacht hast, weshalb du hierhin überhaupt gekommen bist oder deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Which means realizing your essence. Und das bedeutet,
deine Essenz, dein wahren Ich. Or in other souls, in other words, your soul, for example. Oder deine Seele zu realisieren hier, ausdrücken. And only at this point you will start real development of yourself. Und hier beginnt die wahre Bewusstseinserweiterung. Which is not again an easy trip to Maldive Islands, but this is more like demolishing and rebuilding yourself from inside. Und es ist nicht wirklich eine schöne Reise nach Malediven, sondern eher eine Demolierung von dir selbst und Neuaufbau von dir selbst. But this is only in the beginning, because when you will start to do the process, you will get sucked into it and you will understand there is nothing more interesting than this. Aber das ist nur der Anfang. Wenn du den Anfang geschafft hast, dann wirst du da immer wieder tiefer reinschauen wollen und du wirst auch nicht irgendwie andere Reise zu machen. And on this, let's say, sadly happy phrase, I would like to finish today's discussion. Und auf diese Phrase, auf diesen Punkt beenden wir ja auch diesen Gespräch, ob es für einen erfreulich war oder eher enttäuschend. Das soll ja selber jeder für sich entscheiden. Aber ja, das ist das, was er Basically, what I want to say is that you don't have to spend several incarnations or even one whole life to get some kind of understanding, or some people say enlightenment or something else. You just need to start to do and need to understand what you need to do. And basically, to my understanding, the idea of these courses is basically driving you to understanding what you should do and how you should do. Because first of all, you need to understand yourself, and only then you can move forward. Und so gesehen, man braucht nicht 10 Reinkarnationen, 10 Leben auf dieser Erde oder ein ganzes Leben, um zu verstehen, wer du bist und wo du weiter, was ist deine Seelenaufgabe. Du musst einfach anfangen und weitermachen, und dann grundsätzlich wirst du auch den Weg zu dir selber finden, und das ist das, wofür er da ist, um diesen auf diesen Weg euch zu begleiten und euch helfen, die wahre Aufgabe herauszufinden. Okay, thank you very much for your attention and your energy. That's why I'm not yawning. You are yawning, I'm not. But if you have some question or some I don't know, some topic you want to tell, feel free. Yeah, if you have any questions, also personal questions, if you have something... Then talk to Diana. No, also to him. Okay, I hope it was interesting more or less for you, maybe useful even though you need to think of something and maybe not going directly to, oh, okay, I'm going to courses and so on, but just take it for your consideration. And basically I was honest to you today. I didn't tell you anything which I didn't think and which I thought, okay, I need to tell them this because then they will understand something like this. I didn't manipulate with you. Nevertheless, I do manipulate because you received information from me. But it was not my purpose to manipulate you into this. My purpose was to give you a glimpse on these topics which I went through, so that you can think maybe you need also to have something like this in your life. Am Endeffekt möchte ich nur sagen, dass ich ehrlich war zu euch, und ich habe euch die Informationen heute gegeben, was ich vom ganzen Herzen dachte, dass das ist, euch weiterbringen könnte. Und meine Absicht war definitiv nicht, euch zu manipulieren oder sowas, einfach so ein bisschen Schubs zu geben, um nachzudenken und selber die Fragen zu stellen, was, wie, wozu, weshalb mache ich in meinem Leben. Okay. Thank you.